Wir als Stadtreformer sind ja Teil des globalen City Changers Movement. Und wenn es um Inspiration geht, dann ist es immer gut, einen Alan dabei zu haben, weil er wie kein anderer es schafft, Wahrheiten runterzubrechen auf ganz praktische Umsetzungsschritte. Wie können wir das gestalten? Und ich kenne fast keinen anderen, der uns immer wieder einen Weg aufzeigen kann, der Hoffnung auch in hoffnungslosen Situationen uns vermittelt, Perspektive aufzeigt und Glauben freisetzt. Und darauf freuen wir uns. Alan, it's good to have you here with us, and we are looking forward to what you want to share, what God put on your heart this morning for us. Well, thank you very much, and hi to everybody online. It's so good to see some familiar faces. Ja, vielen Dank und auch Hallo an alle, die im Livestream sind, und auch hier ist es gut, bekannte Gesichter zu sehen. It's wonderful to be here and to celebrate spring in Germany Es ist schön hier zu sein und mit euch Frühling zu feiern. with a beautiful snow day in Stuttgart. Einen wunderbaren Schneetag hier in Stuttgart. This, for me, is the last of a 7-nation visit in Europe. Ja, das ist für mich die letzte Station von einem 7-Länder-Trip in Europa. Which included Spain and the UK, Und es hat angefangen in Spanien und in England, then Romania and Latvia. dann in Rumänien und Lettland, It was Sweden and Norway, dann ging es weiter nach Schweden und Norwegen, Holland and now here in Germany. und jetzt hier in Deutschland. And so I want to encourage you today that you are part of a global conversation. Und ich möchte euch einfach wieder zusprechen und euch damit ermutigen, ihr seid Teil von einem globalen Dialog. What we're going to talk about here today is being talked about in many other nations. Über das, was wir heute hier in Deutschland sprechen, darüber wird auch in ganz vielen anderen Nationen gesprochen. And of course we recognize that we are in a very interesting moment in history. Und natürlich erkennen wir auch an, dass wir an einem sehr interessanten Punkt in unserer Geschichte stehen. Things are changing in the world, Dinge verändern sich in dieser Welt. and it's also changing how the church is engaging with this reality. Und es verändert auch die Art und Weise, wie die Kirche sich einbringt in dieser veränderten Welt. One of the things that we're seeing globally is that it's changing how people are engaging with truth. Etwas, was wir in dieser veränderten Welt auch wahrnehmen, ist, wie Menschen mit der Wahrheit umgehen. It's also changing where and how people are receiving their input regarding truth. Und wenn wir die Welt anschauen, dann ist in unserer veränderten Welt auch, hat sich das angepasst und verändert, wie Menschen Input bekommen und Wahrheit empfangen. And so it's changing the way that the church has to think about connecting with people. Und es verändert auch die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken müssen, wie wir als Gemeinde, als Kirche mit den Menschen in Verbindung kommen. It's also true that it's important for the church to recognize the pace in which you disseminate and give truth to people. Und es ist auch wahr, dass wir uns überlegen müssen, in welcher Geschwindigkeit, in welchen Stücken wir Wahrheit weitergeben und mit den Menschen ins Gespräch kommen. And so those that are connecting with their people more regularly Diejenigen, die mit den Leuten in einer kontinuierlichen Verbindung stehen and in different ways und auch in unterschiedlichen Wegen heutzutage, to connect to their people um mit den Menschen in Verbindung zu kommen, are the people that are keeping their people connected to what they want them to believe. ja, das sind die Leute, die auf neue Technologien auch setzen und das regelmäßig tun, die stellen sicher, dass sie mit ihren Leuten auch in Verbindung sind und auch sie stellen damit sicher, was sie als Wahrheit empfinden oder als Wahrheit annehmen. So the church is being challenged to think about new ways of connecting with their people. Also sind wir als Kirche herausgefordert, in neuen Wegen mit unseren Menschen in Verbindung zu kommen.
It's also interesting to see that so many of that which brought security to people in the world is changing. Ja, auch das, was Menschen Sicherheit gebracht hat in dieser Welt, das verändert sich auch. And that there are so many issues in the world that are bringing polarization. Und es gibt so viele Themen und Herausforderungen in dieser Welt momentan, die eine unglaubliche Polarisierung hervorbringen. And this is putting a demand on leadership, Und das führt zu einem Bedarf von Leiterschaft, von where Leitung. leaders have to function with greater wisdom, understanding, and courage. Und Führungskräfte müssen mit Weisheit, mit Verständnis und auch mit Mut handeln. Wisdom to understand which battles are the battles you need to fight. Weisheit, um wirklich zu verstehen, welche Kämpfe müssen wirklich gekämpft werden. It's critical that we understand not every battle is something we have to get Es involved ist with. wichtig, dass wir das unterscheiden, dass wir nicht in jedem Kampf involviert sein müssen. But there's also a need for understanding. Aber es gibt auch einen Bedarf von Verständnis. To understand the challenges that our people are grappling with. Zu verstehen, mit welchen Herausforderungen auch unsere Leute zu tun haben. And to be able to engage conversations with a greater measure of listening. Und wir haben den Bedarf oder sind herausgefordert, in Gespräche zu gehen und vor allem gute Zuhörer zu sein. But then it also calls for courage, Aber dann braucht es auch Mut. where we are going to have the courage to lead stronger in future. Wo wir auch den Mut fassen, uns den Mut nehmen, auch in Zukunft klarer zu leiten und zu führen. But in the midst of all of this movement in the world, Ja, aber in diesem ganzen Tohuwabohu in dieser Welt und dem Durcheinander, it is definitely creating new opportunities. ja, gibt es definitiv neue Möglichkeiten. And one of the great opportunities for the church in the world right now Und eine der großen Möglichkeiten für die Kirche in dieser Welt momentan is to be clear regarding our mission. ist es, klar zu sein in Bezug auf unsere Mission, unseren Auftrag. It's a moment where we can give a cause to people, Es ist ein Moment in der Geschichte, wo wir den Menschen Bestimmung und Richtung geben können. and especially the next generation Und besonders auch der nächsten Generation. have a deep need to connect with a cause. Gerade die nächste Generation, die hatten ein tiefes Bedürfnis, mit einem Sinn, mit Bestimmung zu leben. And so that brings me to what I want to share with you today regarding us as God's people being on mission. Und das bringt mich an den Punkt, über das, was ich heute mit euch reden will, dass wir als Gottes Menschen auf Mission oder in der Mission und in seiner Mission unterwegs sind. It's important for us to understand that the church does not have a mission, Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass die Kirche, die Gemeinde keine Mission hat, but the mission has a church. sondern dass Gottes Mission eine Kirche hat. The reason the church exists Der Grund, warum Kirche, Gemeinde existiert, is because God has a mission. ist, weil Gott eine Mission hat. And we as the church are the agent of God for that mission. Und wir als Kirche, als Gemeinde sind die Botschafter, die Agenten dieser Mission. When Jesus makes the statement that I will build my church, Als Jesus diese Aussage trifft, ich baue meine Gemeinde, it's interesting that Jesus does not say, I will build my temple. ist interessant, dass Jesus da nicht sagt, ich baue meinen Tempel. He does not say, I will build my synagogue, Er sagt auch nicht, ich baue meine Synagoge. which were the two obvious references of spiritual engagement of that day. Das waren die zwei Begriffe, die offensichtlich waren, wenn es um geistliches Miteinander ging. Jesus says, I will build my ecclesia. Jesus sagt, ich baue meine Ekklesia. And that term was a Roman concept that they had actually stolen from the Greeks. Ja, und das Wort Ekklesia ist ein römisches Konzept, was die Römer eigentlich von den Griechen gestohlen hatten.
And the term ecclesia was used by the Romans Und der Begriff Ekklesia wurde auch von den Römern verwendet, when they conquered a new region. wenn sie eine neue Region erobert haben. They would identify a small group of upstanding Roman citizens Dann haben sie eine Gruppe von rechtschaffenen römischen Bürgern identifiziert and they would send those people into this new region und haben diese Gruppe von Leuten in diese eroberte Region gesandt, to go and orientate and align that region to the ways of Rome. um diese eroberte Region ihnen zu helfen, die Wege Roms zu verstehen und sie in Bezug auf den Lebensstil zu orientieren. They would engage that region to get the people to speak like a Roman, think like a Roman, and appreciate what it is to be a Roman. Sie haben den Leuten geholfen, zu reden und zu denken wie Römer und auch den Lebensstil Roms wirklich zu feiern und anzunehmen. And that group that was sent was called the ecclesia. Und diese Gruppe, die gesandt wurde, das war die Ekklesia. And Jesus comes and he says, I will build my ecclesia. Und Jesus kommt in dem Moment und sagt, ich baue meine Ekklesia. I will build a group of people who will be sent into this world Ich forme mir eine Gruppe von Menschen, die ich in diese Welt sende, to represent the kingdom, um das Reich Gottes zu repräsentieren. to go and orientate this environment Ja, um diese Welt, wo ich sie hinsende, nach den Maßstäben Gottes zu orientieren, to the ways of the kingdom. so dass sie das Reich Gottes annehmen und leben. And so once we understand that that is the primary mission of the church, Ja, wenn wir verstehen, dass das die primäre Aufgabe und der Auftrag und die Mission der Kirche ist, we consider that in this mission there are three primary agencies. ist wichtig, dass wir verstehen, dass Teil dieser Mission 3 verschiedene Agenten oder Ebenen sind. When we think about this church being mobilized, Wenn wir über die Kirche nachdenken, die jetzt mobilisiert und beauftragt ist, it helps us to understand that there are missional individuals. dann hilft es uns, wenn wir verstehen, dass missionale Individuen da sind. The missional individuals is every Christ follower Das missionale Individuum ist der Jesus-Nachfolger, that needs to be trained and equipped der trainiert und befähigt sein muss, to understand how they will influence their world. um zu verstehen, wie er seine Welt beeinflussen und gestalten kann. And then we see how these individuals come together and connect in community. Und dann sehen wir, wie diese Nachfolger zusammenkommen und eine Gemeinschaft formen. And this is primarily when they come together as a church expression. Ja, und oft kommen sie zusammen in einer Form von Gemeinde. But for the sake of our conversation, this could also be a missional community that forms in education, in business or any other sphere of society. Aber in unserem Dialog heute könnte das auch eine andere Gruppe sein, die eine Schule beginnen oder eine andere Organisation formen in den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. And that group needs to ask, how can we be part of the mission? Und diese Gruppen, die müssen sich fragen, wie können wir gemeinsam Teil der Mission Gottes sein? And then these groups and individuals come together Und dann kommen diese unterschiedlichen Gruppen und die Individuen zusammen and they form a missional ecosystem und formieren sich zu einem missionalen Ökosystem, where they ask, what can we change if we did it together? wo sie sich gemeinsam fragen, was können wir verändern, wenn wir es zusammen tun? Not just what can we do together, Nicht nur fragen, was können wir tun, but what can we change if we did it together? sondern was können wir verändern, wenn wir es zusammen tun? And so when we think about these three Wenn agencies, wir also über diese 3 Ebenen nachdenken, we recognize that many times the way that we have approached this dann erkennen wir, wenn wir das in der Vergangenheit immer angeschaut haben und die Dynamik dahinter erkennen,
Mal einer weiter, bitte. Am I doing something wrong with this because the lights are going on but nothing is happening? Super, there we vielen are. Dank an Thank die you, Technik. thank you. Wir sind live hier heute Morgen. Vielen Dank. What many times happens is we bring the individuals and we say to them, become part of a church. Was oft passiert ist, dass wir so ein Individuum nehmen und sagen, hey, werde doch Teil einer Gemeinschaft. And the church has a particular program. Und diese Gemeinde hat dann unterschiedliche Programme. And we need you to come and support what is happening in the church. Und wir brauchen dich, dass du dich da einbringst, dass wir das umsetzen können als Gemeinde. And that is all good and well that happens. Und es ist gut, dass das passiert. But then we see many times that the church is then called to become part of the ecosystem. Und was wir auch sehen, ist, dass dann eine Gemeinde Teil des Ökosystems wird. And then the church identifies with a larger expression of the church in the city. Und Gemeinden identifizieren sich dann mit unterschiedlichen anderen Gemeinden und Organisationen in der Stadt. There we go. When we look at this particular model, Wenn wir auf dieses Modell hier vorne schauen, we see the individual thinks that he is on mission because he's part of the church. dann sehen wir, dass ein Individuum oft denkt, dass er die Mission Gottes umsetzt, weil er ja Teil der Gemeinde ist. The church thinks they are on mission because they're part of the bigger ecosystem. Und die Gemeinde denkt, sie ist Teil von der Mission Gottes, weil sie irgendwie Teil von einem größeren Ökosystem sind. But we're starting to realize that we have to reverse the energy. Aber wir müssen verstehen, dass wir die Energie umkehren müssen. Where the ecosystem asks the question, how can we strengthen the missional community? Das Ökosystem muss fragen, wie können wir die einzelnen Gemeinden und Organisationen befähigen? Not just come and help us to do something together, Nicht nur einfach fragen, wie könnt ihr uns helfen, irgendetwas zusammenzutun, but how can we help you to be more effective on mission? sondern wie können wir euch helfen, damit ihr effektiver in Bezug auf die Mission seid. And then the local church needs to ask, how can we help the individual to be more effective on mission? Und dann muss die lokale Gemeinde fragen, wie können wir dem Einzelnen helfen, effektiver zu sein im Erfüllen der Mission. And once we start reversing the energy, Und wenn wir anfangen, die Energie umzudrehen, we get the flow of energy. dann kriegen wir den Fluss der Energie. So as people start serving in the church, Während also Leute anfangen, in der Gemeinde mitzuhelfen, they are also being empowered to go werden and do what God has called them to do. sie auch befähigt, das zu tun, was Gott sie beauftragt hat zu tun. And so looking at this, we recognize the following important components. Ja, wenn wir das anschauen, dann sehen wir die folgenden wichtigen Bausteine. We have to ask the question, how do we bring people into this Wir understanding? müssen fragen, wie bringen wir Menschen in dieses Verständnis hinein? Wie sammeln wir sie? How do we equip people? Wie befähigen wir sie dann, bringen sie zum Wachstum? And how do we release people? Und wie können wir sie wieder senden, ins Gehen bringen? And this has become one of the primary shifts that we are now seeing in the church. Und das ist einer der großen Paradigmenwechsel, die wir in der Gemeinde sehen. Where the church is no longer saying, just come to our program, Wo die Kirche und die Gemeinde nicht mehr sagt, kommt einfach zu unserem Programm, but realizing that you as the people are the program. sondern dass sie anerkennen, nein, du als Person, ihr seid das Programm. You are that which God wants to use. Ihr seid die Gott gebrauchen möchte. When you leave on a Sunday, Wenn ihr am Sonntag nach Hause geht, you are to be equipped and empowered to connect your Sunday faith with Monday's life. dann geht es darum, wirklich befähigt und ausgerüstet zu sein, den Glauben am Sonntag mit dem Leben am Montag zu verbinden. And so all of our teaching, All unsere Lehre, all of our preaching, all unser Predigen, all of our equipping all das, was wir fürs Ausrüsten tun, needs to ask this question. muss diese Frage sich stellen. Are we discipling our people for Monday? Bejüngern wir unsere Menschen für den Montag? So discipleship is shifting Also Jüngerschaft, das erfährt gerade einen Wechsel.
Where originally when we spoke about discipleship, it was all about spiritual formation. Als wir früher über Jüngerschaft gesprochen haben oder bisher, dann haben wir über geistliche Formierung, ums geistliche Reifen gesprochen. Of course, we do not want to lose Und that. natürlich wollen wir das nicht verlieren, But it is incomplete aber es ist noch nicht vollständig. unless we equip our people for mission. Es ist nicht vollständig, weil es auch dazu gehört, dass wir unsere Leute für die Mission ausrüsten müssen. And so we suggest that we equip people to know and love God, Und das, was wir vorschlagen, ist, Menschen wirklich da auszurüsten, dass sie Gott kennen to live beyond themselves in loving people, und über sich hinauszuleben, indem sie Menschen lieben. and recognizing the calling on their lives to impact their Und world. auch, dass sie die Berufung anerkennen, auf ihrem Leben ihre Welt zu gestalten. And then the role of the church is starting to change, Und auch die Rolle der Gemeinde verändert sich. where the church recognizes we're not just a fellowship where we care for one Ja, another. wo die Gemeinde anerkennt, wir sind einfach nicht nur eine Gemeinschaft, die füreinander sorgt. We're obviously not just a place where we are discipling people into spiritual formation. Wo wir Menschen nicht nur bejüngern in das geistliche Formierung. We're not just a place where we are experiencing worship and prayer and connection with Wo wir God. anerkennen, dass wir nicht nur einfach ein Ort sind, wo wir Gott begegnen, wenn wir miteinander uns zusammen versammeln, But all of that is preparation for us to be on mission. sondern all das, was da passiert, da geht es wirklich um Vorbereitung für die Mission. And if we think about mission within the context of church, Und wenn wir über Mission in dem Kontext von Gemeinde nachdenken, there are three things that we need to focus on. ja, dann gibt es da auch wieder 3 Dinge, auf die wir uns fokussieren sollten. And this focus is first of all, how are we mobilizing our people? Und der erste Fokus ist, wie mobilisieren wir unsere Menschen? Are we celebrating what God is doing through our people? Feiern wir, was Gott durch unsere Menschen tut? Because remember, whatever you celebrate, you replicate. Erinnert euch, alles, was ihr feiert, das multipliziert ihr auch. If you only celebrate what God is doing in the church, Wenn ihr nur das feiert, was Gott in der Gemeinde tut, you're going to replicate. That's the focus dann of the werdet people. ihr das reproduzieren. But if you start to celebrate what God is doing outside of the Aber church, wenn ihr anfangt, das zu feiern, was Gott durch die Menschen außerhalb der Gemeinde tut, that's what you're going to replicate. dann ist es das, was ihr reproduziert. The second is what we can call engaging. Der zweite Fokus ist, was wir mitgestalten nennen. This is where you ask the question, how can we build bridges to our community and not walls between us and our community? Hier fragen wir uns, wie bauen wir Brücken zur Gesellschaft und nicht Mauern? And this is where we look at what our community looks like Und hier fangen wir an, überhaupt mal unsere Umgebung wahrzunehmen and ask, how can we as a church get closer to education, und überlegen uns, wie können wir als Gemeinde näher an die Bildung ran? to the arts, to the media, Oder zu den Künsten oder zu den Medien. to government, to business? Ja, zu alles, was Regierung ist oder Wirtschaft. And it's good for us not to fall into the trap Und es ist gut für uns, nicht in die Falle zu treten, to think that that cannot happen in Germany. dass das nicht in Deutschland passieren kann. If you believe that, that will be your reality. Wenn du das denkst, dass wir das nicht tun können als Gemeinde Brücken bauen, dann wird es deine Wahrheit sein And oder deine Realität. the challenge for us is to start asking new questions. Und die Herausforderung ist für uns, neue Fragen zu stellen. How do we find opportunities to go and bless, Wie finden wir Möglichkeiten zu gehen und zu to segnen, go and serve, zu dienen and to connect with our community? und mit unserer direkten Umgebung in Verbindung zu treten? For too long, the church has positioned itself in a way that is not comfortable towards the community. Ja, für zu lange haben wir uns als Gemeinde positioniert, sodass die Welt es nicht komfortabel mit uns hatte. There are basically 4 positions the church has taken over the years. Es gibt 4 Möglichkeiten oder in der Vergangenheit hatte die Kirche 4 Positionen. The first position is the protesting church. Das erste war die protestierende Gemeinde. This is where the church only shows up when it's against something. Das, wenn die Gemeinde nur dann auftaucht, wenn sie gegen etwas ist.
Now there is a time to be a prophetic Es voice. gibt natürlich die Zeiten, wann wir eine prophetische Stimme sind. But if we only show up when we're against something, Aber wenn wir nur dann sichtbar werden, wenn wir gegen etwas sind, the world will only know us for what we are dann against wird uns die Welt nur diesbezüglich kennen and never know what we are for. und niemals wissen, für was wir eigentlich stehen. The second position the church has taken Die zweite Position, die die Kirche eingenommen hat, is the absent church, war die abstinente Kirche, where we say we are not part of the world. wo wir gesagt haben, nee, also wir sind nicht Teil der Welt. And of course we know we are not of the Und world. natürlich wissen wir, dass wir nicht Teil der Welt sind. But when Jesus says that, Aber wenn Jesus das sagt, in the same context, in dem gleichen Kontext, he says, I pray not that you take them out of the world. betet er, dass der Vater uns nicht aus der Welt herausnimmt. You that are not of the world, Ihr, die ja nicht von der Welt seid, Jesus wants you in the world. Jesus möchte, dass ihr in der Welt seid. But many churches will withdraw from the society. Doch viele Gemeinden, die ziehen sich von der Gesellschaft zurück. And if you withdraw, you will become irrelevant. Und wenn man sich zurückzieht, dann wird man irrelevant. Society will move on. Die Gesellschaft, die geht weiter. You will have no voice at the table. Du hast keine Stimme am Tisch. Then the third position we've seen with the Die church dritte Position, die die Kirche eingenommen hat, is what we can call the cultural church. was wir die kulturelle Kirche nennen können. This is where the church says, no, we have to get engaged, Das ist, wenn die Kirche sagt, nee, also wir müssen uns einlassen auf diese Welt, but they do not represent kingdom life. aber dann repräsentieren sie nicht das Reich Gottes Leben. They don't represent kingdom convictions. Sie repräsentieren nicht Reich Gottes Überzeugungen. And so they become just like the world. Und so werden sie einfach wie die Welt. And they are no longer salt. Und dann sind sie eben nicht mehr Salz They are no longer light. und auch nicht mehr Licht. They assume the very value system of the world. Ja, sie nehmen das Wertesystem der Welt einfach auf. And so we don't represent the life and the love and the light of Jesus Und dann Christ. enden wir da ab, dass wir nicht mehr das Leben und das Licht von Jesus Christus repräsentieren. I was going to get that light to shine when I said light. There we are. Here we are. The fact is, we recognize that there are many people, Christ followers, in positions of influence, Wir müssen, oder was wir festhalten können, ist, dass viele Jesus-Nachfolger an einflussreichen Stellen in der Gesellschaft sind. but they're not having any influence Aber sie haben keinen Einfluss dort für das Reich Gottes. because we have not equipped them to understand how to engage that environment. Weil wir es ihnen nicht geholfen haben, zu verstehen, wie sie diese Position auch positiv einnehmen können. And so they separate their spiritual life and their everyday life. Und so wird das geistliche Leben vom alltäglichen Leben immer weiter entfernt. So the fourth position is what we suggest. Die vierte Haltung ist die wir vorschlagen. This is the incarnational church. Und das ist die inkarnatorische Gemeinde. This is where we are in the world. Das ist, wenn wir in der Welt sind, Like Jesus came to come and live with us in the world. wie Jesus damals kam, um in der Welt zu leben mit uns. The most holy man that ever walked on the planet. Der heiligste Mann, der jemals auf dieser Welt herumgelaufen ist. And he was connecting with the sinners and the tax collectors. Er hat sich kontinuierlich mit den Sündern und Steuereintreibern And they umgeben. wanted to be with him. Und die wollten mit Jesus sein. Not because he compromised his message. Nicht, weil er hier seine Botschaft abgeschwächt hat. But John teaches us the principle of how Jesus engaged. Aber Johannes, der lehrt uns dieses Prinzip, wie Jesus sich eingebracht hat. He says, God became Er flesh. sagt, Gott wurde Fleisch. He dwelt amongst us. Er wohnte unter uns. We saw his glory, Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. full of grace and truth. Die Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Grace and truth. Wahrheit und Gnade. Gnade und Wahrheit. You see, that was the principle of how Jesus engaged the world. Nach diesem Prinzip ist Jesus in die Welt getreten und He engaged with grace, er hat Menschen mit Gnade begegnet and then he brought truth. und dann hat er ihnen die Wahrheit gesagt. Our problem many times is we want to change the order. Unser Problem oft ist, dass wir die Reihenfolge ändern.
We want to engage with truth. Wir wollen den Leuten die Wahrheit sagen. And if you accept my truth, Und wenn du unsere Wahrheit akzeptierst, then I will show you grace. dann werde ich dir Gnade zeigen. That's why so many are rejecting the church. Ja, das ist der Grund, warum so viele die Kirche ablehnen. And we need to learn what it means to engage with grace. Und wir müssen lernen, was es heißt, mit Menschen mit der Gnade zu And begegnen then to manifest truth. und ihnen dann die Wahrheit zu zeigen. And thirdly, the church can also model kingdom ways of engagement. Und dann kann natürlich die Kirche auch geistliches Leben, Reich Gottes Leben modellieren. This is where we might feel that we have to build a school like this, Und das ist, wenn wir vielleicht zu dem Entschluss kommen, wie hier eine Schule, wie which diese zu bauen, manifests kingdom principles. die Reich Gottes Prinzipien widerspiegelt. Not because we want to separate ourselves from our society, Ja, und das machen wir nicht, um uns zu separieren von der Gesellschaft, but we want to model to the society the way kingdom education can happen. sondern wir wollen der Gesellschaft zeigen, wie Reich Gottes Bildung sein kann. And that manifests itself in the way that the teachers enter the classroom. Und es wird hier sichtbar in der Form, wie Lehrer in die Klassenzimmer gehen. When they recognize the value of every individual. Wenn sie den Wert jedes einzelnen Schülers dort anerkennen. And when they discipline with an understanding of looking for development and health. Und wenn es um Disziplin geht, dann geht's um Möglichkeiten auch für die Entwicklung und Gesundheit It's a hervorzubringen. different way of thinking. Es ist ein anderer Weg des Denkens. And then, of course, we encourage people to move from ego to eco. Und dann ermutigen wir Leute und Gemeinden und Gemeinschaften von dem Ego zum Eko zu gehen. This is where you recognize that God is using other people in the region. Das fängt damit an, wenn wir plötzlich anerkennen, hey, da gibt es noch andere, die Gott gebraucht. And we want to take hands with one another. Und wir sollten mit denen uns die Hände reichen. And this is where we connect with one another. Und das ist, wenn wir uns dann mit Leuten verbinden. And we encourage people all over the world. Und wir ermutigen Leute überall auf der Welt. Give 10% of your time to connect outside of your organization. Investiere 10% deiner Zeit, um dich mit anderen von anderen Organisationen zu verbinden. It's your tithe to the Das community, ist dein Zehnter, den du in diese Gemeinschaft hineingibst, where you connect with other leaders, wo du mit anderen Leitern dich verbindest, you listen to them, ihnen zuhörst and you see how you can encourage and champion them. und ihr einfach dann Wege findet, wie ihr euch gegenseitig ermutigen und anfeuern könnt. And then we ask, how can we do things together? Und dann fragen wir natürlich, hey, wie können wir Dinge auch gemeinsam tun? Focusing on the question, what can we change Mit dem Fokus auf dieser Frage, was können wir verändern, if we did it together? wenn wir es zusammen machen? And then we ask, how can we celebrate what God is doing through us together? Und dann fragen wir natürlich noch, wie können wir das feiern, was Gott durch uns tut? Now let me show you how this all comes together in one page. Lasst mich euch zeigen, wie das alles, was ich gerade gesagt habe, in einem Bild zusammenkommt. We have said to each other that there are three key agencies. Wir haben gestartet mit dem, dass es 3 unterschiedliche Ebenen gibt. These three key agencies are the missional individual, the missional community, and the missional Diese ecosystem. 3 Ebenen ist es einmal das missionale Individuum, die missionale Gemeinschaft und das missionale Ökosystem. And what these three are to do in their community Und was diese 3 zu tun haben in ihrem Umfeld, is that they should be taking faith, love, and hope to their community. ihre Aufgabe ist es, Glaube, Liebe und Hoffnung in ihr Umfeld zu bringen. So that means we focus on the spiritual, the social, and the systemic Und components of our Indem society. wir das tun, fokussieren wir uns auf die spirituelle, die soziale und die systemische Ebene unserer Gesellschaft. The difference between love and hope, Der Unterschied zwischen Liebe und Hoffnung ist,
Love is where you run into the river to go and save somebody that is drowning. Liebe bedeutet, in den Fluss sich hineinzustürzen, um jemanden herauszuziehen, der gerade am Ertrinken ist. But hope is when you go upstream to catch those that are pushing them into the river. Hoffnung bedeutet, flussaufwärts zu gehen und diejenigen daran zu hindern, andere Leute erst in den Fluss zu schmeißen. That which is wrong in the systems of our society. Das, was falsch in den Systemen unserer Gesellschaft ist. And we as the church need to start to recognize we can play a role in all three of these dimensions. Und wir als Gemeinde, wir müssen entdecken, dass wir in allen drei Bereichen eine wichtige Rolle spielen. For too long, when we speak mission, people just think it's about taking faith to the community. Für zu lange haben wir über Mission gesprochen, als wir bringen lediglich Glaube in unser Umfeld. Sometimes that door will not open for you. Manchmal wird sich diese Tür nicht für dich auftun. That's when you go through the door of love. Das ist, dass du erstmal durch die Tür der Liebe gehen musst. And this means that we recognize three environments where this needs to happen. Und wir entdecken auch, dass es 3 Orte gibt, Umgebungen, Umfelder, wo wir das machen können. In the home, Es geht um unser Zuhause, in the es workplace, geht um unsere Arbeit and in the community. und in der Nachbarschaft. Too many people want to start with the community. Viele wollen in der Nachbarschaft starten. Let's start with the home. Lasst uns mal zu Hause beginnen Let's take it to our workplace und es dann an unsere Arbeit nehmen. and take it to our Und community. dann können wir in unsere Nachbarschaft. And the way that we encourage people to do this Und die Art und Weise, wie wir Leute ermutigen, das zu tun, is get a heart for your environment geht es darum, wirklich ein Herz für unser Umfeld zu bekommen. and then represent the kingdom of God well. Dann geht es darum, wirklich das Reich Gottes auch gut zu repräsentieren, Before you do any activity, bevor wir überhaupt anfangen, irgendwas zu tun. manifest the character of Christ, Ja, lasst uns den Charakter Christi sichtbar machen, show humility, Demut zeigen, show love, Liebe show zeigen, forgiveness, Vergebung wirklich aussprechen und leben, show generosity. Großzügigkeit zeigen. And then we go and ask which activities. Und erst dann fragen wir, welche Sachen können wir eigentlich Then tun. we get to the fruitful Dann presence. gehen wir zu dieser fruchtbringenden If we do Gegenwart. that, Und wenn wir das tun, we will see the glory of God as we saw it in Christ manifest itself all over our world. wenn wir das gemeinsam tun werden, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wie sie sich widerspiegelt in unserer Welt. May God bless you as you consider some of these concepts. Möge Gott euch segnen, wenn ihr jetzt miteinander ins Gespräch kommt über das, was ich euch gerade gesagt habe. We are on the greatest mission ever. Wir sind unterwegs in der größten Mission, die es gibt. I thank you. Ich danke euch. Thank you.